Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad authentisch die Mission 3 in 18 Minuten abschließen könnt. Bevor wir jetzt aber ins Gameplay starten, zeige ich euch noch zuallererst, welche Waffen und Gadgets ich für diese Mission gewählt habe. Gewehrtechnisch habe ich mich für die K98K entschieden. Das hat unter anderem zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ihr damit sehr viel Schaden anrichten könnt, auch wenn ihr nicht den Kopf trefft. Und der zweite Grund ist, so wie ich es jetzt eingestellt habe, wenn ihr diese Aufsätze 1:1 übernimmt, habt ihr eine sehr leise Sniper. Während des Gameplays habe ich die ganze Zeit aber nur die Unterschallmunition verwendet, deswegen würde ich euch auch da empfehlen, dass ihr diese ebenfalls mit ausrüstet. Dadurch sind dann die Schüsse nochmal um einiges leiser. Die anderen beiden Waffen sind jetzt nicht so wichtig, aber da würde ich euch dann einmal die MP44 und anschließend noch die Velrod als Pistole empfehlen. Gadget-technisch habe ich mich für folgende 6 Gadgets entschieden. Das hat unter anderem den Grund, dass wir uns im Zweifel dann mal heilen können, sollten wir entdeckt werden, aber natürlich ist unser Ziel immer, nicht entdeckt zu werden und dementsprechend auch keines der Verbandsgadgets etc. nutzen zu müssen. Bevor wir jetzt direkt ins Gameplay einsteigen, zeige ich euch noch schnell, welchen Startort ich ausgewählt habe. Generell gibt es hier einige Wege, wo es sehr interessant sein können, aber letzten Endes habe ich mich dann doch für den Startort Stadtmauer entschieden. Das Video werde ich jetzt hauptsächlich kommentarlos so weiterlaufen lassen. Ich gebe euch aber, bevor ich das tue, noch ein paar Tipps. Der erste Tipp wäre, dass ihr jederzeit speichern könnt. Solltet ihr mit Freunden zusammenspielen, was natürlich auch nochmal es vielleicht einfacher für euch macht, ist, da könnt ihr dann auch jederzeit speichern. Der Kollege von euch dürfte aber in diesem Moment dann nicht jemanden anvisieren oder irgendwas Spezielles jetzt abknallen etc. Dann würde der Speicherpunkt nicht zählen, aber so würde ich es euch sogar raten, dass ihr immer mal wieder einen Speicherpunkt setzt, um es einfach einfacher zu haben. Des Weiteren würde ich euch noch raten, dass ihr das deaktiviert, dass andere Spieler in eure Sitzung als Gegner reinkommen können. Und mit diesen Tipps lasse ich jetzt erstmal das Gameplay so weiterlaufen. Eine kleine Info für den Teil hier, manchmal kann es sein, dass hier ein Gegner steht, also direkt vor uns hier bei der Treppe. In dem Fall könnt ihr den ganz normal auch mit der Unterschallmunition und dem Gewehr ausschalten. Der Gegner, den ihr jetzt hier gerade seht, den könnt ihr danach dann ausschalten, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und das Interessante ist, der wird es nicht hören, wenn ihr den ersten davor ausschaltet. Also könnt ihr ganz normal den töten, alles ist gut. Und genau, dann macht ihr einfach ganz normal erstmal so weiter, wie ich es euch jetzt hier zeige.
Auch hier schalte ich mich nochmal ganz kurz mit ein. Ihr seht ja jetzt die Treppe hier rechts unten. Solltet ihr den Weg, wo ich jetzt nutze, nicht nutzen wollen und lieber einen anderen, wäre das in dem Fall dann die Treppe. Hier könnt ihr auch entlang. Aber den Weg, wo ich euch jetzt zeige, hier mit dem Seil und in der Kirche, finde ich persönlich besser. Aber ihr solltet auf jeden Fall da vorne einen Speicherpunkt setzen, da es etwas anspruchsvoller ist. Aber dadurch spart ihr euch eine Menge Ärger. Nachdem ihr den Scharfschützen dann ausgeschaltet habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr dann direkt einen Speicherpunkt hier setzt und dann kann es auch direkt losgehen mit dieser Aktion gerade, wo ich schon erwähnt habe, wo ihr euch dann in die Kirche abseilt. Da werdet ihr das gleich sehen, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Sobald ihr dann in der Kirche angekommen seid, müsst ihr auf jeden Fall beide Gegner sehr schnell ausschalten. Sollte einer der beiden Gegner anfangen zu schießen, seid ihr entdeckt worden, dann bekommen das auch die anderen hier mit. Ihr habt es jetzt gesehen hier, alles ist gut. Wir haben die beiden ausgeschaltet und keiner hat es mitbekommen und dementsprechend machen wir jetzt erstmal ganz normal so weiter. Aber in dem Fall, wie gesagt, solltet ihr erwischt werden, ladet ihr einfach nochmal neu den Speicherpunkt. An dieser Stelle hätte man jetzt auch theoretisch eine Flasche werfen können, um den Gegner vor uns einfach mal wegzulotsen. Sobald ihr dann hier angekommen seid, würde ich euch auch hier nochmal empfehlen, dass ihr einen weiteren Speicherpunkt dann setzt. Da vor uns kommt jetzt gleich ein Gegner entlang, den solltet ihr auf jeden Fall immer mit einer Flasche hier runterlocken und dann anschließend lautlos ausschalten. An dieser Stelle ist es jetzt ein bisschen tricky, deswegen setzt auf jeden Fall unbedingt einen Speicherpunkt davor, bevor ihr dann hier die Straße überquert. Oben ist ein Offizier, hier laufen auch teilweise Gegner rum und ganz wichtig, vielleicht hilfreich für euch, wenn ihr Flieger hier lang fliegen, könnt ihr rennen, könnt aber auch laute Waffen dann nutzen, um die abzuschießen. Aber da müsst ihr auch immer dann darauf achten, dass wirklich diese Flieger unterwegs sind. Den jetzt gerade hätten wir theoretisch auch mit einem Messer ausschalten können, habe mich aber jetzt einfach dafür entschieden, dass wir hier uns einfach weiter vorbeischleichen und dann, genau, knipsen wir jetzt den hier aus. Man bekommt es ja nicht mit, wegen der Unterschallmunition mit
diesen aufsetzen, damit die Sniper auch wirklich sehr leise ist. Deswegen ist da alles gut. Und dann, ja, laufen wir einfach den Weg hier weiter entlang und dringen weiter vor zum Ziel. Sobald ihr dann hier angekommen seid, würde ich euch empfehlen, dass ihr, bevor ihr die Tür öffnet, nochmal einen separaten zusätzlichen Speicherpunkt setzt. The meeting has to be held somewhere in this abbey. Time to start looking. With Mulder's ego, that meeting has to be taking place somewhere in here. Was ist das? Library. Looks like it's in use. The meeting room might be nearby. Should keep looking. So the meeting is nearby. Time to do what I'm here for.
Auch hier schalte ich mich noch mal ganz kurz mit ein. Ich habe jetzt hier in diesem Beispiel die Gegner mit einer Granate ausgeschaltet, einfach wegen der Gaudi, sage ich jetzt mal. Aber ihr könnt die natürlich auch ganz normal stealthmäßig ausschalten oder einfach vorbeilaufen lassen. The list. One less officer for Kraken. Got all the information I need. All right, time to get off the island and start taking down Kraken. All the officers involved with the meeting are dead. Not exactly subtle, but should slow down whatever Kraken is. Nachdem wir uns ja jetzt schon dem Ende des Videos nähern, hoffe ich einfach mal, dass ich euch mit diesem Authentisch Guide in Mission 3 weiterhelfen konnte, um einfacher diese Mission abschließen zu können. In dem Fall würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Mission so angegangen seid. Ob ihr dann letzten Endes denselben Weg gewählt habt wie ich oder ob ihr dann doch eine ganz andere Variante für euch genutzt habt. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.